Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns bringt an Infos. Ich bin gespannt. Selbstermächtigung, ein wichtiges Thema. Gesegnete Veränderungen, das kann natürlich sein, dass man sich selbst auch verändert, sich sein Leben selbst in die Hand nimmt, die ganze Kraft leben kann und dass man dadurch selber eine bedeutende Lebensveränderung erschaffen kann. Oder aber eine Veränderung, die zur Selbstermächtigung auch führt. Die Wellen des Wohlstandes. Wohlstand ist ja so eine Sache, ne? Was ist wie viel für wen? Was bezeichnet wer als Wohlstand? Ich merke bei mir, je älter dass ich werde, dass ich keine großen Wünsche mehr habe, die ich mir umsetzen könnte, sondern da geht es langsam um andere Dinge, ne? Da geht es um das Gefühl des Zufriedenseins, da geht es um Vitalität. Ja, da ändert sich schon etwas. Und das ist für mich Wohlstand. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe und wenn ich mit mir selbst und mit meinem Leben zufrieden bin. Für andere ist Wohlstand ein dickes Konto. Gute Arbeit gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, dass wenn man sich selbst ermächtigt, dann fühlt sich das auch nach Wohlstand an. In der Tat. Schauen wir ein bisschen weiter. Was darf ich hier noch mitgeben? Hier ist der Erfolg, der Schlüssel zum Erfolg. Etwas, das mit Sicherheit kommt, etwas, was uns von einem Raum in den anderen gehen lässt. Das Gefühl der Sicherheit gehört für mich auch zum Wohlstand. Ich habe vor kurzem einen Kommentar gelesen, da kann ich wirklich nur noch den Kopf schütteln. Die Welt ist so böse und was hier gesagt wird, ist alles so gut. Lieber Gott, also wir können auch das Außen nicht anhalten und trotzdem irgendwas erschaffen, ein Umfeld erschaffen, in dem wir uns wohlfühlen. Jeder hat es selber in der Hand. Und wenn ich mein Leben nur von den Sachen, die im Außen sind, bestücke oder ja, bestimmen lasse, dann kann ich keine guten Gefühle haben. Aber ich bin hier nicht auf der Welt, um immer nur schlechte Gefühle und Ängste zu haben. Das habe ich hinter mir gelassen. Und wie viel Wert jeder welchen Themen beimisst, das muss jeder selber wissen. Ich finde es persönlich schade, sich stressen zu lassen von all dem, was man irgendwo hört. Dann dürftet ihr auch alle kein TV mehr gucken. So, hier ist eine Energie, die bringt positive Aufregung mit. Vielleicht auch eine Situation, wo man sich sehr gestresst gefühlt hat, wo endlich jetzt der Schlüssel herkommt. Es kann jetzt hier im Verbindlichen sein oder im Vertraglichen oder in Beziehungsthemen. Für viele sind vielleicht auch so, das hört sich jetzt schwierig an, Themen, wo man sagt, ich würde mich ja selbst ermächtigen, aber ich hänge noch in irgendeinem Konstrukt oder in einer Beziehung oder in einem Vertrag und muss mich so mit im Kreise drehen. Kann ja aber auch tatsächlich sein, irgendwelche vertraglichen Dinge kündigen sich an, die eine Unruhe rausnehmen.
Hier ist so der Wunsch, verbunden zu sein und doch sein Ding zu machen. Wenn man sich selbst ermächtigt, dann ist man auch nicht zwischen zwei Stühlen, dann weiß man, was man will. Man geht auf dieses Ding ein, dass man sagt, okay, dann mache ich das halt alleine, aber ich will das. Es können ja auch alle Themen sein, wo man so ein bisschen emotional abhängig ist oder wo man nicht will, dass es den anderen wehtut, wenn man sich selbst ermächtigt. Es kann ja ein Thema sein, das einem auf der Seele liegt oder auch tatsächlich im Weltlichen etwas mit den Finanzen zu tun hat. Jo, meine gebuchte Karte. Wenn wir hier von gesegneten Veränderungen sprechen und hier das Schicksalskreuz haben, haben wir tatsächlich auch vielleicht eine Aufgabe, bei der wir irgendwelche Systeme so nicht mehr weitertreten, wie sie sind. Das mag jetzt das Außen sein oder auch etwas in uns selbst. Für viele könnte Selbstermächtigung mit Unabhängigkeit zu tun haben. Um es mal ganz weltlich zu sehen, könnte auch hier eine Situation, die man mit Ämtern oder Behörden hat, eine gewisse Ruhe reinbringen, einen Erfolg oder auch für die Selbstständigen. Es ist vielleicht so, dass wir uns fragen, wo bin ich unsicher, wo fühlt sich was nicht gut an. Veränderungen gehen meistens damit einher, dass es sich nicht gleich gut anfühlt, weil wir etwas verlassen, was wir so lange gemacht haben. Also es ist auch so out of Komfortzone manchmal, aber hier ist es eine Erleichterung eindeutig. Ne? Hier geht weg, was sich nicht mehr gut anfühlt und man legt ein Kreuz ab oder eine Last. Man sagt vielleicht auch mal Nein zum Außen. Natürlich liegt im Hause des Außens die Herausforderung auch drin. Das brauchen wir ja auch alle nicht weglügen, aber es ist halt auch nicht nur Thema. Ich habe, dass wir vielleicht denken, wenn ich jetzt hier mich selbst ermächtige oder eine gesegnete Veränderung kommt, dass das langfristig nicht klappt oder dass mir die Puste ausgeht, sowas alles. Aber für einige ist es mit Sicherheit auch eine ganz neue Erfahrung, ein neues Kapitel im Leben. Und das ist eben damit verbunden, dass man gewisse Dinge weglässt, dass man über Verwundungen wegkommt, dass man vielleicht auch dem Konzept folgt, weniger ist manchmal mehr. Wir haben unten das Thema Arbeit. Es kann jetzt natürlich am Arbeitsbereich sein oder bei den Dingen, die man sich erarbeitet hat. Oder auch, dass man hier sagt, okay, ich habe ein bisschen Arbeit weniger. Vielleicht auch also das Geld ist hier nicht dabei, aber ich fühle mich besser damit. Oder ich gehe hier einen Weg, der mich beruflich auch unabhängiger macht, wo ich sage, okay, möglicherweise wechselt hier ein vertragliches Verhältnis. Ich habe ein bisschen weniger Geld, sind alles nur Beispiele, aber ich fühle mich wohl damit. Ne? Das Außen kann hier ein bisschen mit einspielen, also auch die Dinge, die wir nicht planen, mit denen wir nicht rechnen, sowas alles. Okay, spannend. Hier entsteht ein neues Muster und wir haben so ein bisschen die Aufforderung, mach mal wieder jemanden eine Freude, also gib etwas von deinem Wohlstand an jemand anderen weiter. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.